Schön, dass du da bist. Ich möchte dir in diesem Video eine effektive und einfache Möglichkeit zeigen, wie du dich selbst von Flüchen reinigen und befreien kannst. Also, wenn dich das interessiert, bleib gerne dran. Hallo, mein Name ist Daniel Atreo von schamanische-heilbegleitung.de und ich habe in den letzten 12 Jahren meiner Praxis sehr viel Erfahrung mit Flüchen oder ich nenne es lieber destruktive, negative Energien. Es hört sich immer ein bisschen sanfter an, habe ich sehr viel Erfahrung damit gemacht, weil ich einfach sehr viele Menschen begleitet habe, die ein Problem damit hatten, wo diese Energien wirklich das Vorankommen total gestört haben oder einfach immer wieder sehr viel Unglück angezogen haben, Negativität ins Leben gebracht haben, negative Leute ins Leben gebracht haben. Wie gesagt, ist für mich ein Fluch eine negative Energie und auch etwas Destruktives. Ich unterscheide immer ein bisschen zwischen Flüchen, die aus der Ahnenreihe kommen, die wir übernommen haben von unseren Ahnen. Es gibt auch Flüche aus anderen Inkarnationen, wo uns jemand was Schlechtes gewünscht hat oder man sagt auch die Pest an den Hals gewünscht hat. Also Flüche sind für mich eine Ansammlung von negativen Gedanken und Emotionen, die auf eine Person gerichtet sind, um dieser Person zu schaden. Und das kann auch aus vergangenen Leben sein. Das kann aber auch aus diesem Leben sein, dass zum Beispiel jemand uns gegenüber oder wir jemand anderem gegenüber in Missgunst sind, in Wut, in Hass, in Neid oder Eifersucht. Und wenn diese negativen Gedanken mit ganz viel Emotion gefüllt sind und wir die gegen eine Person richten, dann hat das so eine Signatur von einem Fluch, von einer schlechten Nachrede. So. Und wenn natürlich diese negativen Gedankenstrukturen auch noch mit einer persönlichen Kraft verbunden sind, dann sind sie noch stärker und eindringlicher und können eben auch das Leben von jemandem sehr flach legen. Meine Erfahrung zeigt, dass viele dieser Energien, die ich als Flüche wahrnehme, wirklich aus vergangenen Inkarnationen kommen, aus Pakten, aus alten Verträgen, aus der Ahnenreihe, durch Kriegsgeschichten. Und das meiste, was ich wahrnehme, was sich in diesem Leben abspielt, passiert auf einer unbewussten Ebene. Also oft schon gesehen, dass Menschen aus ihren vergangenen Leben magische Fähigkeiten mithaben, eine besondere Kraft. Und wenn die dann negativ über jemanden und an jemanden denken, dann hat das so eine Signatur. Natürlich gibt es auch Flüche, die bewusst an jemanden ausgesendet werden. Das sehe ich zum Glück sehr, sehr selten. Wo ich davon ausgehe, dass das in anderen Kulturen noch wesentlich weiter verbreitet ist als bei uns. Ich nehme das hier zum Glück nicht so häufig wahr. Ja, das ein bisschen einfach zum Verständnis, was ein Fluch ist für mich. Du kannst das unten gerne in den Kommentaren nochmal was posten, wenn du da andere Erfahrungen hast oder irgendeine Frage dazu hast. Ich möchte jetzt eine Methodik zeigen, wie du diese Energien zuerst einmal in dir schauen kannst, ob du davon betroffen bist, also ob so eine destruktive Energie in deinem Feld ist oder nicht und wie du die auflösen kannst. Wenn du das Gefühl hast, du kannst es selbst nicht mit dieser Methode auflösen, dann wende dich gerne an mich, dann finden wir da gemeinsam einen Weg, wie ich dich dabei unterstützen kann, weil nicht alle Fluchenergien kann man selber auflösen, man kann sehr viele selber auflösen. Bei manchen ist es aber nochmal wichtig zu gucken, was braucht es noch, außer diesem Ritual, das ich dir jetzt zeige. So braucht es noch Vergebung, was will in einem selbst noch losgelassen werden, weil das sozusagen der Anker ist, wo das festhängt. Genau, es gibt da verschiedene wichtige Punkte. Das erste, was ich mit dir teilen möchte, ist, du kannst auch nochmal im Video dann Fremdenergien auflösen schauen. Da erkläre ich dir den Muskelkipptest auch nochmal und vielleicht nochmal auch ein bisschen anders, falls du ihn jetzt hier nicht verstehst. Wir werden
für das Video den kinesiologischen Muskeltest verwenden, um auszutesten, ist ein Fluch bei mir, bin ich mit einer Fluchenergie verbunden und von der eingeschränkt oder nicht. Wir werden das heute über den kinesiologischen Kipptest machen. Das heißt, wir kippen, also ich lege immer beide Hände aufs Herz. Ich stelle mich jetzt schräg, damit du das siehst. Und aufgrund der Muskelspannung, der Muskeldynamik werden wir jetzt einfach in zwei verschiedene Richtungen kippen. Zuerst ist es mal wichtig, dass wir den Test eichen. Das heißt, ich stelle mich mal hin und sage dann mal, ich heiße Daniel Atreu. Und merke dann, ich kippe nach vorne. Also es zieht mich dazu hin. Wenn ich jetzt sozusagen etwas, was mir gut tut, vor mein Herz halte, würde es mich hinziehen, weil mein System sagt, Vitamine oder Obst oder was auch immer gut ist. Wenn ich jetzt sage, ich heiße Rudolf, dann kippe ich nach hinten, ne, weil so heiße ich ja nicht. Das heißt, wenn ich vor mich irgendwas hinhalten würde vor mein Herz, was mir schadet, vielleicht irgendein chemisches Mittel, so irgendein Düngemittel oder was gentechnisch verändertes, dann kann es sein, dass mein System Nein sagt, also in eine Abwehr geht. Das wäre der Kipptest nach hinten. In meinem Fall habe ich jetzt durch das Kippen ein Ja und ein Nein. Das wäre meine Eichung. Es kann auch sein, dass bei dir das Kippen unterschiedlich ist, dass das Ja nach hinten ist und das Nein nach vorne. Das ist auch in Ordnung. Du musst nur wissen, wo ist dein Ja und Nein. Genau. Sollte der Test bei dir nicht so gut funktionieren, trink noch mal einen Schluck Wasser. Das kann auch manchmal der Grund sein, dass es nicht so gut geht. Und am Anfang ist es oft so, dass es braucht ein bisschen Zeit, bis der Test eindeutig ist, weil am Anfang sind die Kippbewegungen manchmal noch sehr, sehr klein und ganz diffus. Da braucht man ganz viel Sensitivität. Das wird mit der Zeit einfach größer. Vielleicht hast du bei mir ja auch den Ausschlag gesehen, weil ich mich mit der Methodik einfach schon viel beschäftigt habe und mich damit verbunden habe. So, das wäre jetzt einfach mal das Ja und Nein. Und dann würdest du einfach fragen so, ist ein Fluch in meinem Feld? So, hat es bei mir jetzt ein Nein gegeben und darüber kannst du das austesten, ob du betroffen bist, sagen wir jetzt mal, oder sage ich jetzt mal so allgemein. Wenn du ein Nein hast, super gut, freu dich, dann hast du damit kein Thema. Wenn du ein Ja hast, dann zeige ich dir jetzt eine Möglichkeit, wie du mit 3 geistigen Energien diesen Fluch auflösen kannst. Und das ist in dem Fall, du kannst dann mal deine Augen schließen, nochmal mit deinem Herz in Verbindung gehen und dann bitte einmal Erzengel Azrael, den aufgestiegenen Meister Votana mit Doppel-T, ist ein indianischer Häuptling, der in der geistigen Welt ist oder sozusagen eine Energie, die uns begleitet, und der Erzengel Andon, A-N-D-O-N. Und lade diese 3 Energien dann mal ein. Also ich grüße dich, Erzengel Azrael, Erzengel Andon und aufgestiegener Meister Votana. Und ich bitte dich darum, in mir und in all meinen Schichten und Ebenen und Feldern alle Flüche vollständig aufzulösen, zu neutralisieren und zu heilen jetzt. So sei es. So sei es, so ist es. Und ich bitte um Heilung im Sinne der höchsten göttlichen Ordnung für mich jetzt. Und dann nimm einige tiefe Atemzüge, so 10, 11, 12 Atemzüge, damit diese neue Energie sich wirklich in dir verankern kann. Du hast jetzt gemerkt, ich habe in der Ich-Variante gesprochen, also genauso kannst du das dann auch sprechen, die Energien einladen und wirken lassen. Ja, am Ende kannst du nochmal testen, also dass du nochmal
die Frage stellst, also warte am besten nach der Loslösung und Reinigung ein paar Minuten, damit dein System die Zeit hat, sich wirklich zu setzen. Und dann kannst du nochmal testen. So dieses, habe ich noch einen Fluch in meinem Feld, ja oder nein? Und wenn du wieder nach vorne kippst, wenn das dein Ja ist, einfach nochmal machen. Wenn du dann Nein hast, weißt du, das ist aufgelöst. Und dann ist das super schön. Du kannst dich nach dem Ritual einfach gern nochmal bei diesen 3 Kräften bedanken. Es ist immer schön, Danke zu sagen für so eine großartige Unterstützung. Ja, das war's von mir und heute. Ich wünsche dir viel Freude und Heilung mit dieser einfachen und für mich sehr schönen Übung, weil ich dir die mitgeben kann und Selbstermächtigung für mich immer ganz, ganz wichtig ist. Wenn dir das Video gefallen hat und dir was gebracht hat, gib mir gerne einen Daumen nach oben. Das ist einfach immer super gut, damit die Videos auch weitere Menschen erreichen. Wenn du Menschen kennst, denen das auch gut tun würde, die vielleicht auch betroffen sind, teile das gerne, schick es gerne weiter. Und wenn du weiter Videos von meinem Kanal haben möchtest zu energetischen Heilungsthemen, Schamanismus, Herzöffnung, Persönlichkeitsentwicklung, dann abonniere den Kanal einfach, indem du das Logo unten anklickst oder auf Kanal abonnieren gehst. Alles Liebe, ciao, ciao.